Servus Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute ein anderes Thema. Bevor ich damit anfange, eine Sache vorweg muss ich loswerden. Also, ich bin kein Impfgegner, ich bin kein Corona-Leugner oder sonst irgendetwas. Ich ziele hier auf eine ganz andere Sache hinab. Es hat nichts damit zu tun, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist. Um ehrlich zu sein, interessiert mich den Scheiß, ob manche geimpft sind oder nicht geimpft sind. Mich juckt es nicht, ob ABC, Frau X, Herr Y geimpft ist oder nicht geimpft ist. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht impfen lassen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Wir leben im 21. Jahrhundert und zwar in einem Informationszeitalter. Und ich möchte hier auf einige Punkte eingehen, was ich seit einem Jahr mit mir rumschleppe und einfach mal jetzt straight heraus hier in diesem Video euch jetzt sagen werde. Ich möchte mit diesem Video keinesfalls Hass schüren oder Hass verbreiten. Ich möchte niemanden doch oder nein. Also ich möchte nicht, ich sage mal jetzt das Fußvolk jetzt angreifen. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte nur mal eine andere Sichtweise auf die Situation einfach mal zeigen. Worum es mir hier überhaupt geht. Es geht mir nicht um Corona an sich und es geht mir auch nicht um das Impfen an sich, damit ihr erstmal das versteht. Darum geht es in diesem Video nicht. Es geht aber nur um die Situation, in der wir uns befinden, und zwar fast seit 2 Jahren. Wir kennen alle die schönen öffentlich-rechtlichen Medien, die immer eine brillante Meisterarbeit hinliefern und immer eine schön einseitige Berichterstattung auflegen. Ich bin selbst ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich bin immer, nein nicht immer, aber ich bin meistens kritisch über Informationen. Und das hat mich immer vom A nach B hin weiter begleitet. Da ich ein sehr misstrauischer und sehr kritischer Mensch bin, hat das eine zum anderen geführt. Und das bedeutet, dass ich immer selbst hinter einer Recherche stand. Ob ich jetzt irgendwelche Recherchen publik gemacht habe oder nicht, oder für mich behalten habe oder wen auch immer weitergegeben habe, spielt auch gar keine Rolle. Überlegt nur mal, wo wir uns gerade befinden. Überlegt nur mal, was alles bis jetzt passiert ist. Was ist denn genau passiert? Ein Virus ist auf die Welt gekommen und hat Schaden zugefügt. Und ich rede jetzt nicht speziell von gesundheitlichen Schaden, der auch angerichtet worden ist, selbstverständlich. Überlegt mal jetzt kurz weiter. Wo sind wir jetzt gerade? Heute, wo ich jetzt gerade das Video drehe. Ich habe jetzt meine Uhr nicht an, aber es ist jetzt der 3:35 Uhr und wir haben den 29. November. Momentan befinden wir uns in einer Situation, wo es eine Regel gibt. Und zwar eine 2- bzw. 3G-Regel. 3G, genesen, geimpft oder getestet. Und momentan ist die Lage so drastisch geworden, dass eigentlich 2G momentan herrschen sollte, beziehungsweise herrschen sollte nach der Politik. Und auch herrscht sogar teilweise in vielen verschiedenen Sachen, wie Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das bedeutet einfach im Umkehrschluss, dass wir hier eine Zweiklassengesellschaft haben. Wir haben hier einmal die Geimpften und die Ungeimpften. Schaut mal, ich bin ein Vater, ich bin ein Familienmensch. Und ich habe gesagt am Anfang des Videos, ich bin nicht gegen eine Impfung. Und ich leugne auch keine Impfung und ich leugne auch nicht Covid-19. Mir geht es darum, dass irgendwie kam eine Krankheit, bam kam Lockdown, bam wurde eine Firma gegründet, die es keine Ahnung seit 2 Monaten gibt. Auf einmal wurde ein Impfstoff hergestellt und dann wurde dieser Impfstoff innerhalb von 1,5 Jahren auf die Menschen losgelassen. Warum? Um eine Herdenimmunität zu erreichen. Um was aber damit zu erzielen? Damit unser altes Leben wieder zurückkehrt. Die Leute sind geimpft, damit sie ihre Freiheit zurückbekommen. Und manche Menschen oder vielleicht sogar die meisten haben sich impfen lassen, nicht weil sie daran geglaubt haben, dass es vor Covid schützt. Natürlich gibt es auch Leute, die es deswegen gemacht haben, viele sogar. Aber viele haben es auch gemacht, damit sie endlich wieder ihr Leben zurückbekommen. Und viele haben es auch gemacht, damit sie arbeiten können. damit das Soziale in ihrem Leben wieder einen Wert hat. Aber was ist passiert?
Was ist denn passiert? Leute lassen sich impfen und müssen trotzdem diese Scheißmaske antragen. Leute lassen sich impfen und müssen trotzdem sich testen lassen. Und Leute lassen sich impfen, damit gesagt wird am Ende des Tages, du bist geimpft, Digga, aber du kannst trotzdem jemanden anstecken. Wo ist da die Immunität? Ja, du bist geimpft. Du kannst Coronavirus leicht bewältigen. Digga, wie lange existieren wir Menschen überhaupt denn? Seit wie vielen Millionen von Jahren existieren wir? Schau mal dir die Evolution an, die es gibt. Die Evolution. Schau mal aus dem Fenster. Es gibt unendlich viele Ressourcen hier. Ich lese mir nicht umsonst diese fetten Bücher durch, damit ich mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit der Autonomie des Menschen und des Körpers beschäftige und mir ein bisschen Wissen aneigne, damit ich mir und meinem Umkreis helfen kann. Und Gott ist mein Zeuge. Ich bin seit 3 Jahren nicht einmal krank gewesen. Und nein, ich war auch nicht beim Arzt. Das ist auch kein Trick. Ich wiederhole es nochmal. Denn eine Wiederholung ist auch nämlich eine Manipulation. Etwas zu wiederholen ist eine Art der Manipulation. Und ich wiederhole zu euch nochmal. Ich bin kein Impfgegner. Und ich bin nicht ein Corona-Leugner. Ja, das ist auch Schrott, sowas zu leugnen. Ich lasse mich impfen, damit dann mir am Ende des Tages gesagt wird, ey Digga, du kannst trotzdem jemanden anstecken. Du bist trotzdem nicht immun. Wo ist die Freiheit? Und ich ziele bei diesem Video jetzt auf eine Sache hier ab. Es wird Hass geschürt. Einfach nur Hass. Die Leute gehen bankrott wegen Coronavirus. Ich kenne so viele Läden, die haben Insolvenz angemeldet. Und die haben ihren Laden zugemacht. Hier mein Nachbar unter mir, die hatten eine Pizzeria. Und die haben jetzt, also nicht jetzt, die haben letztes Jahr, haben die den Laden dicht gemacht, Insolvenz angemeldet und leben von Hartz IV. Und die haben unten 2, 3 Kinder. Warum? Weil wegen der Situation, in der wir uns befinden. Aber was ist mit den Politikern? Was ist denn damit? Müssen die leiden? Haben die irgendwelche Einnahmequellen? Haben die irgendwelche Einbüßen ihrer Einnahmequellen? Müssen die sich irgendwie dann Sorgen machen? Wo ist die Demokratie, von der hier gesprochen wird? Wenn es eine Demokratie ist, warum leiden wir nicht alle drunter? Auch die Politiker, meine ich damit jetzt. Und dann kommt noch eine Boosterimpfung natürlich, Digga. Da kommt eine Boosterimpfung. Was passiert dann? Da kommt irgendwann die 4. Impfung. Es ist, guck mal, schau mal, es gab die erste Impfung, es kam die 2. Impfung, jetzt kommt eine Boosterimpfung. Dieses Ding schützt mich doch gar nicht. Klar macht man Tetanusimpfung und so weiter und so ein Kram. Und da gibt es auch eine Auffrischimpfung. Aber nicht innerhalb von einem Jahr 3 Impfungen für dieselbe Sache. Und jetzt gibt es irgendwie eine neue Variante aus Südafrika. Und den Spahn, unser geiler Gesundheitsminister, hat er gesagt, dass nächstes Jahr und das ganze Jahr fast durchgehend eine 2G-Regelung stattfinden soll. Ja, es ist nichts Offizielles und es gibt viele schöne öffentlich-rechtliche Medien, die immer einen schönen, einseitiges Berichterstattungsartikel rausbringen und benutzen solche schönen Wörter wie Impfgegner oder Querdenker. Digga, was für Querdenker, Alter. Was für Querdenker, Digga. Guck mal, du nutzt das Wort Querdenker und implizierst in diesem Moment schon eine Message. Das heißt, wenn ich oder wenn man der Meinung ist, dass man sich nicht impfen lassen möchte, weil aus XY und weil man vielleicht einige Sachen nicht derselben Meinung ist, dann ist man ein Querdenker. Das heißt, Meinungsfreiheit bedeutet, dass du dich in eine bestimmte Gruppe automatisch zugehörst oder zugehörig fühlen musst. Das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, ich möchte mich nicht impfen, weil XY und ich denke, die Maßnahmen sind so und so vielleicht ein bisschen übertrieben, was auch immer, ne? Ja, dann ist es ein Querdenker. Der wird abgestempelt und kriegt dann einen Querdenker-Stempel. Was passiert als nächstes? Als nächstes, wie im Zweiten Weltkrieg, muss ich dann wie bei den Juden, die hatten ja so ein, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, wie das heißt, aber so ein Emblem, Symbol auf der Jacke getragen, damit man erkannt hat, dass es Juden sind.
Dann als nächstes muss ich dann irgendwas tragen, wo man dann sieht, ich bin nicht geimpft. Wir leben im 21. Jahrhundert in einem Informationszeitalter. Ich appelliere an euer Verstand, einfach mal ein bisschen selbst euer eigenes schönes Gehirn zu benutzen und aufzuhören, Leute mit Hass zuzubombardieren. Es geht nicht um die Impfung per se. Es geht auch nicht um Coronavirus. Es geht um die Situation, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Es geht um diesen einen Punkt. Und es wird, wenn es so weiterkommen sollte, eine Zweiklassengesellschaft stattfinden. Leute haben sich impfen lassen, weil sie zum Beispiel daran festhalten, dass sie vor dem Coronavirus geschützt sind und immun sind. Aber was ist denn im Umkehrschluss? Jetzt heißt es, der Coronavirus oder eine neue Variante, Entschuldigung, ich muss natürlich hier richtig korrigieren, kommt aus Südafrika. Omikron oder so, keine Ahnung. Jetzt dürfen Geimpfte nicht verreisen, Digga. Jetzt dürfen Geimpfte auch nicht verreisen. Das gibt es erstmal dafür. Und dann gibt es dann Lockdown für Ungeimpfte auch. Und was ist dann, wenn eine Impfpflicht eingeführt wird, wie in Österreich? Digga, Menschen sterben in Holland, weil es da Krieg gibt. Das ist so unnötig. Wie viel Hass einfach hier verbreitet wird. Wie viel Hass verbreitet wird. Lass doch die Geimpften in Ruhe dann zumindest. Es ist doch jedem das gute Recht zu entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Nein, warte mal, was ist denn dann, Alter? Das heißt, ich bin nicht Besitz meines eigenen Körpers oder wie? Ich darf nicht über mich selbst entscheiden, ob ich das darf oder nicht darf. Es gibt zu viel Shit im Leben hier gerade. Es gibt zu viel Shit. Alles ist gerade 2G. Und mittlerweile fängt es so an, dass Geimpfte und Ungeimpfte sich debattieren und fast an die Google springen. Digga, chillt mal euren Nacken. Schaut mal, was diese Situation uns gebracht hat. Wie viel Hass zwischen Menschen entstanden ist. Wovon lenken die ab? Wie viel Hass da einfach da entstanden ist, Digga. Das ist ja nicht mehr normal. Bevor überhaupt diese ganze Sache entstanden ist, war jeder Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt chillt euer Nacken. Wir sind eine Gesellschaft. Seid ein bisschen kritisch gegenüber Informationen. Im Allgemeinen. Benutzt euer gottgegebenes Verstand und recherchiert selbst. Schaut ein bisschen auf die Wissenschaft. Schaut nicht nur eine Wissenschaft euch an oder eine Studie an. Nicht immer nur eine Sache. Nicht immer eine einseitige Sache schauen. Schaut euch alles an. Ist mir wirklich egal. Ja, diese scheiß dummen, behinderten YouTuber kriegen oder Influencer, Blogger, ja, die kriegen Geld, 25.000 Euro, damit die sagen, ja, mach dies. Ey, was soll das? Da werde ich fast ausfällig hier. Verkaufen sich für Geld. Die verkaufen ihre Seele für Geld. Einfach Appell an unseren gesunden Menschenverstand. Lasst uns zusammen versuchen, diesen Hass zu überstehen und einfach mal nur manchmal Informationen zu hinterfragen und einfach mal ein bisschen zu überlegen und nicht blind alles und jedes Wort, was ein Mensch gesagt hat, zu glauben. Einfach mal nur ein bisschen sich selbst mit Informationen beschäftigen und überlegen und schauen einfach mal, wo überhaupt der Ursprung des ganzen Problems herkommt. Sind es die Geimpfte? Sind es die Nicht-Geimpften? Ist es der Virus? Oder ist es vielleicht was anderes? Wo liegt das Problem?